Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sketchbook-Tour. Das ist ein Render-Sketchbook mit einem Leuchtturmsticker. Ich habe das Skizzenbuch am 31.07.2023 gestartet und habe es am 29.04.2025 beendet. Ich werde die Sticker von den Artists in der Videobeschreibung posten und hier einblenden, wenn ich sie weiß. Und dann lasst uns doch mal direkt reingehen in das wunderbare Skizzenbuch. Die erste Seite habe ich teilweise die Alkoholmarker geswatcht, was ich nicht sehr oft mache. Das sollte ich vielleicht mal bei den nächsten ändern. Und habe diese kleine Illustration gemacht. Die habe ich mit Alkoholmarkern gemacht und Polychromes und habe, wie gesagt, ein paar Sachen getestet und auch das Verblenden und Kolorieren in diesem Render-Skizzenbuch. Der Vorteil von diesem Render-Skizzenbuch ist, dass, wie ihr sehen könnt, die Alkoholmarker nicht durchbluten. Ja, und wie gesagt, ich habe es im 2023 angefangen. Ich habe das Skizzenbuch seit 2 Jahren. Leider Gottes. In dieser Zeit habe ich aber noch 2 andere Skizzenbücher fertig gemacht. Ich habe mir aber vorgenommen, dass sich das ein wenig ändern wird, weil ich finde, dass ich in diesem Skizzenbuch viel zu viel Angst hatte, in diesem Skizzenbuch zu malen und Seiten zu ruinieren. Und das muss sich einfach ändern in Form von, dass ich experimenteller werde. Und das hat in den letzten Seiten auch geklappt. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Das ist die erste Seite. Die zweite Seite habe ich Charaktere ausprobiert. Ich habe auch meine Polychromes ausprobiert und hier auch ein paar Farbnummern aufgeschrieben. Hier habe ich mit einem Pen, also mit einem ganz normalen Gelpen gemalt. Ich glaube, das war so einer. Solche Gelpens benutze ich sehr, sehr gerne. Ah, genau, der ist von Muji zum Beispiel. Und habe ein bisschen gedudelt, Ideen aufgemalt. Hier habe ich einen Tiefling gemalt, versucht einen Dungeons & Dragons Charakter von mir, der ganz alt ist, zu zeichnen und mit halt grau, also ins Schwarz-Weiß zu malen oder Graustumpf zu malen. Hier sind einzelne Blätter von Boxenstudien und Posen, die ich gerne zeichnen wollte. Das habe ich hier drin gelassen, weil das halt dazugehört, sage ich jetzt mal. Hier habe ich die Seite überklebt, weil ich darunter mit Bleistift gemalt habe und das färbt halt ab. Das ist nicht ganz so cool. Hier habe ich angefangen, die Boxen zu zeichnen. Eine super gute Idee, kann ich nur empfehlen. Und das habe ich überklebt, weil das sind halt Noodles. Und das war von einer Live-Drawing-Session. Ich habe mich dann aber entschieden, nicht in diesem Skizzenbuch weiter zu zeichnen, weil ich halt hier gerne mit Marker zeichnen wollte. Ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht bezüglich der Nutzung dieses Skizzenbuches. Ich habe versucht, dynamischere Posen zu zeichnen und wie gesagt in Grayscale zu zeichnen, um ein bisschen an meiner Value zu arbeiten, also wie die Sachen halt so aussehen, sage ich jetzt mal. Hat nicht ganz so gut geklappt. Hier habe ich Baldur's Gate 3 gespielt und das soll Anti-Gretel sein, aber whatever. Dann habe ich hier auch nochmal mit Grayscale versucht, eine 5-Minuten-Studie von einer Tüte in Bleistift. Hier habe ich dann wieder in Bleistift gemalt. Wie man hier sieht, verschmiert das halt. Ich mag das nicht ganz so gerne, weil das halt, man sieht selber ein bisschen dreckig dann aus und dafür ist das Papier halt auch wirklich nicht so gut geeignet. Ich habe, wie gesagt, angefangen, Studien zu machen. Das hier ist eine Studie von einem Kaninchen, weil ich einen Auftrag hatte, eins zu zeichnen. Ich blende das fertige Bild ein. Hier habe ich angefangen, OCs aufzumalen. Das ist eine kurze Story, die werde ich vorwegnehmen. Ich habe immer ein bisschen Sorgen, OCs zu malen, also Original-Charaktere, weil ich immer denke, irgendwer wird sich total offended fühlen. Das ist sehr lustig, habe aber bei diesem Buch, was ich gerade durchgearbeitet habe, mehrfach halt auch gelesen, wie wichtig es ist, dass man Charaktere erstellt, die in einem Skizzenbuch wachsen und diese Charaktere kommen immer mal wieder vor und da werde ich mich auf jeden Fall in Zukunft noch dran setzen. Hier lustige Pigment and Pixel, Shoutout to Neffi, wir hatten eine Podcast-Idee. Hier sind Studien. Ich weiß leider Gottes nicht mehr, welche Referenz das ist und habe hier Studien gemacht von Kleidung, weil ich hier ein total cooles Buch habe, Casual Fashion. Das bin ich dabei, immer mal wieder zu übersetzen und Studien zu machen. Das habe ich hier rausgemacht. Dann habe ich hier eine Blume gezeichnet. Das Blenden hat gut funktioniert. Die Katze kommt. Hallo Yuki. Moin.
Hat ganz gut funktioniert. Ich hatte hier eigentlich auch eine Hand zugemacht, aber hatte dann keine Lust mehr. Hier habe ich beim Zeichnen festgestellt, dass die Pose überhaupt nicht funktioniert und ich mir überlegt hatte, sogar schon in einem anderen Skizzenbuch das gleiche nochmal versuchen zu zeichnen, aber auch wieder in Grayscale. Dann habe ich hier wieder mit einem Pen gezeichnet. Ich hatte hier Ideen, glaube ich, für einen Comic. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt aussagen soll. Und habe hier random Sachen gemalt und Astarion versucht zu zeichnen. Hier habe ich auch wieder ein paar Sachen gezeichnet. Mein OC kommt da auch manchmal raus. Und ich habe halt festgestellt, dass mir nicht gefällt, wie ich Gesichter zeichne. Das hier ist eine Idee, genau wie ich meine Webseite gestalte und mein Portfolio mache. Hier sind wieder ein paar Studien. Hier habe ich festgestellt, das erste Mal, dass extrem starkes Verblenden dazu führt, dass man das Papier ein bisschen abträgt, was mir nicht sehr gut gefällt. Hier habe ich nochmal Astarion gezeichnet und hier diese Katze mit Ölpastellkreide. Deswegen ist hier eine Folie drüber, damit das nicht schmiert, aber das schmiert. Ja, und hier habe ich mich das erste Mal hingesetzt und thematisch Skizzen vorbereitet und die dann mit Markern koloriert. Ich finde, und da habe ich das erste Mal angefangen, wirklich nach Farbpaletten zu gehen und mir Gedanken darüber zu machen, wie ich Farbpaletten mache. Das hat sehr gut geklappt. Ich mag die Seiten sehr, sehr gerne. Die mag ich aber noch am allerliebsten. Aber auch hier habe ich teilweise festgestellt, dass das Verblenden ein bisschen das Papier ablöst. Hier bin ich mit Pens hergegangen. Ich habe irgendwelche random Pinterest-Bilder genommen und die dann mit Pens ohne Skizze gezeichnet. Und hier hatte ich wieder deine Idee und habe Essen gemalt. Und habe hier zum Beispiel festgestellt, das sieht super lecker aus, aber da hätte ich noch ein bisschen mehr mit Buntstiften zum Beispiel nacharbeiten können. Das mache ich später. Ist mir jetzt quasi aufgefallen, dass das durchaus, dass das durchaus auch besser aussehen würde dann. Dann habe ich hier auch Sachen gemalt ohne Unterskizze. Das ist von einem Kalender, den ich jedes Jahr habe. Hier habe ich zu Weihnachten Sachen gemalt, die ich erst mit Gouache machen wollte und dann habe ich einfach keinen Bock gehabt, Gouache zu benutzen. Was sich dann aber hier geändert hat, das ist einer meiner Lieblingsseiten, weil ich hier endlich mal was ausprobiert habe. Hier habe ich zum Beispiel ein pinkes Underpainting gemacht. Das habe ich mit einem Brushpen gemacht, den ich auch nicht viel benutze. Das mag ich wirklich sehr, weil das von der Farbe her sehr gut ist. Das gefällt mir auch ganz gut. Habe ich durch auch ein Underpainting genommen. Und ich bin wirklich sehr stolz, dass ich in diesem gesamten Skizzenbuch sehr aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Was aber dazu geführt hat, dass ich dieses Skizzenbuch sehr wenig benutzt habe. Hier geht es weiter. Das ist einfach nur, welche Farben ich benutzt habe mit Skizzen und dann Alkoholmarker auszuprobieren. Das gefällt mir gut, weil das halt relativ gut die Belichtung von dem Foto widerspiegelt. Das habe ich angefangen und festgestellt, dass ich nicht sehr gut weiß, wie ich rendern sollte. Und das war auch schon im Mai 2024. Das ist jetzt ein Jahr her ungefähr. Ne? Hier hatte ich eigentlich die Idee, Astarion zu zeichnen und habe die Idee aber verworfen. Und das hier ist ein Comic über Tauben bzw. übers Leben. Und hier habe ich noch die anderen Comicstrips fertig, bis auf die letzten beiden. Und ich überlege tatsächlich, das nochmal fertigzustellen. Aber mal gucken, wer weiß das schon. Hier habe ich meine Liebe für Raya entdeckt, die ich sehr gerne zeichne. Das ist ein Chibi von Frieren. Ich habe den Manga immer noch nicht gelesen und den Anime immer noch nicht geguckt. Und da habe ich mich aber auch wieder mehr an Farbe getraut, was ich wie gesagt sehr, sehr cool finde. Diese Seite ist, ich habe eine Pose von Pinterest genommen und einfach daraus Megumi versucht zu zeichnen von Jujutsu Kaisen. Hier hatte ich erst die ersten Ideen, Feed the Machine, das kommt später noch. Hier habe ich tatsächlich eigentlich eine Idee für eine richtig große Leinwand gehabt, die ich umsetzen wollte und habe hier festgestellt beim Rendern von dem Metall, dass bei den Alkoholmarkern das große Problem besteht, dass ich durch das Verblenden wollen das Papier extrem abtrage und dann habe ich aufgehört. Mir gefällt aber auch nicht das Gesicht und dergleichen, aber ich habe in diesem Skizzenbuch gelernt, einfach weiterzumachen und quasi zu ignorieren, wie das Endergebnis aussieht. Entweder wird es gut oder nicht. Hier habe ich übrigens, ich liebe Blumen und ich liebe es, dass wir den Blumen eine Bedeutung zuschreiben. Und ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben und dann aus dem Buch hole ich eben, wenn ich es finde. Aus diesem Buch kann man sich dann ein bisschen so raussuchen, was für eine Bedeutung welche Blume hat. Und dann sieht man halt aber auch, wie die Blume aussieht. Finde ich ganz cool. Dass das Bullshit ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber finde ich ganz lustig. Hier habe ich Posen aus Pinterest abgezeichnet und habe die versucht zu kolorieren mit den Markern. Die
gefallen mir nicht sehr gut, auch mit den Outlines und so, aber ich habe mich herangetastet an Farben und Körper und so weiter zu kolorieren mit Markern. Hier hatte ich eine Idee für 2 OCs tatsächlich, die ich nach wie vor super lustig finde. Es ist halt Pumpkin Man, keine Ahnung, also ein Typ mit einem Pumpkin-Kopf und eine Frau, die halt kopflos ist und ihren Kopf mit herumträgt, so Halloween-mäßig. Dann habe ich hier Köpfe gezeichnet, weil ich festgestellt habe, das fällt mir noch schwer, das gefällt mir nicht, und habe dann aber auch sein gelassen. Und hier habe ich mir auch einen Charakter ausgedacht, den ich total cool finde irgendwie, und habe dann halt daraus eine Seite gemacht zum Thema I'm an Artist und habe das dann aufgemalt. Davon gibt es auch ein Sticker-Sheet, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass hiervon ein Sticker-Sheet viel besser kommen würde. Ja, dann gehen wir weiter mit, das habe ich übrigens überklebt, und hier habe ich ein paar Hände gezeichnet, habe auch ein bisschen versucht, die Form von den Händen und den Knochen ein bisschen hervorzuheben. Random, kurzes Study von so einem Stillleben, dann nochmal mir Kleidung rausgepickt, und hier ist das eigentlich eine Pose von einem Billardspieler. Und dann habe ich da Blumen zugemacht. Das hier ist eine meiner absoluten Lieblingsseiten, und zwar nicht nur, weil ich hier mit einem Pen, das ist übrigens Emmerich von Dragon Age Valgard, mit einem Pen eine relativ vollständige Illustration gemacht habe, und hier ebenfalls, sondern einmal, weil ich hier Thumbnails für mein Year of the Snake Bild gemacht habe und endlich angefangen habe, mir Gedanken zu machen über auch ein bisschen Komposition. Es ist später eigentlich, glaube ich, das hier geworden. Und dieses Bild gefällt mir auch sehr, sehr gut mit den Linien und mit der Komposition tatsächlich sehr. Das ist so ein bisschen so wie so ein D. Und dann habe ich hier diese Color Studies von den Armen gemacht, und mir ist aufgefallen, dass mir diese Art des Kolorierens besser gefällt mit den Markern, die ich habe, weil meine Marker haben meistens einen Chisel-Tipp, womit man eben so besser kolorieren kann, als so richtig zu verblenden. Und das heißt, ich habe quasi die Farben übereinander gelegt und damit versucht zu blenden und nicht wie normalerweise man die Farben mit einem Brush-Snip hier verblenden würde. Ups, falsch, also sowas. Davon habe ich auch ein paar, und das funktioniert dann ein bisschen anders mit dem Verblenden. Aber ja, das ist einer meiner Lieblingsseiten. Dann habe ich unter anderem in meinem anderen Skizzenbuch halt unglaublich viele Boxen gezeichnet, was mir wirklich extrem stark geholfen hat, Charaktere ein bisschen mehr in 3D zu bringen. Ich habe hier extra drauf geschrieben, dass ich super gerne alternative Buchcover für 2 Bücher zeichnen möchte. Einmal Night and Necromancer, If You Know, You Know, und Bunny, weil ich Bunny von Mona Awad, heißt sie, glaube ich, sehr, sehr cool fand. Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte Bock, mit Gouache Blumen zu zeichnen, und habe aber auch selber festgestellt, dass ich irgendwie gar keine Ahnung habe, wie ich das kolorieren soll. Und dann bin ich von Gouache auf Polychroms umgestiegen. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Ich mag irgendwie Bilder mit schwarzen Hintergründen super gerne. Die Seite gefällt mir auch super gut. Ich habe hier Astarion gemalt, warum auch immer. Ich habe hier eine Color Study von einem Bild auf Pinterest gemacht. Das ist jetzt nicht die beste Koloration, finde ich persönlich, aber ich mag sie trotzdem, weil ich versucht habe, mit den Brushpens, die ich halt habe, das rauszuholen, was ich meine, was ich schaffe. Dann habe ich noch ein paar Referenzen mehr rausgesucht und die gezeichnet. Und dann eine Referenz umgemodelt von Shadowheart, die ich vielleicht irgendwann mal in ein Bild umwandeln werde, in eine richtige Illustration. Hier habe ich tatsächlich einmal ganz viel Arcane geguckt und Ideen gehabt, Jinx zu zeichnen, um meine Boxenzeichnen ein bisschen quasi in die Praxis umzusetzen. Daraus ist nie was geworden, weil ich das nicht so schnell geschafft habe. Hier habe ich mit Alkoholmarkern ein Selbstporträt gemacht. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen von der Koloration her, aber ich bin tatsächlich mit der Farbkombination relativ zufrieden, und es ist so ein Ausprobieren gewesen von mir. Hier habe ich ein paar Thumbnails versucht, dann Köpfe gezeichnet und ein bisschen geskribbelt, und hier wollte ich eigentlich das Bild nochmal neu zeichnen und habe aber festgestellt, dass ich das 5-mal besser finde als das, und habe es dann einfach sein gelassen, und ich habe auch hier die falschen Farben genommen für ihre Haut und so, und das hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Auf dieser Seite habe ich angefangen, Ideen aufzuschreiben für ein Bild, woran ich auf jeden Fall noch arbeiten werde, und einfach Sachen aufgeschrieben, die mir gefallen haben, weil ich angefangen habe, meine Illustration ein bisschen besser zu planen und so ein bisschen Storytelling einzubauen. Hier habe ich random Sachen rein. Einmal die Glückskatze habe ich hier reingeklebt. Dann hatte ich vor, einen Charakter für ein Bilderbuch anzufangen. Finde ich sehr süß. Da gibt es auch eine Charaktersheet zu. Und dann habe ich nachträglich hier den als Zauberer noch reingemacht und finde ich total cool. Und ich habe tatsächlich hier auch besser hingekriegt, die Farben zu blenden und generell auch coole Farbkombinationen auszuwählen. Hier habe ich, glaube ich, genau ein Layout bearbeitet und die Idee aufgeschrieben für ein Brettspiel und Brainstorming gemacht und so. Hier ist ein Fanart von Victor und eine Study von einem Bild von ihm, aber in Bleistift halt. Dann wollte ich anfangen, Studien für Komposition von Filmen zu machen. Die Sachen sind alle von Filmgrab. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, aber mit den Values muss ich tatsächlich wirklich gucken, wie ich das so nehme. Das ist eigentlich das, was mir am meisten gefällt, weil man da noch erkennt, was das darstellen soll. Hier hatte ich eine Idee für einen Fanart für Arcane. Kann man nicht erkennen, aber ist auch egal. Und es wird wahrscheinlich forever diese Idee bleiben. Da habe ich Referenzen rausgesucht von Händen und gemalt und da war so ein bisschen so die Luft auch raus von diesem Skizzenbuch, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte es eigentlich einfach nur fertig haben. Hier habe ich dann meinen Tuff von Baldur's Gate 3 gemalt, fand ich aber, mochte den Kopf halt überhaupt nicht. Referenz von Pinterest, um so die Farben zu erkennen und mit Markern umzusetzen. Hier habe ich dann angefangen, Köpfe zu zeichnen, die haben mir ein bisschen besser gefallen als sonst, aber ich war auch einfach viel zu voll, das zweite Auge zu machen. Mach das nicht. Habe ein paar Hände gezeichnet, ein paar random Memes. Hier wollte ich eine Hand kolorieren. Das hat aber nicht so geklappt, wie ich es wollte. Und dann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr. Ja, ein paar Skizzen wieder mit dem wirklich besten Pen auf der Welt. Und hier habe ich von Dorka Stock Referenzen genommen und die umgesetzt. Hier ging es weiter und ich habe halt darauf geachtet, dass ich welche nehme, wo ich auch ein bisschen perspektivisch gucken muss. Dann habe ich mir gedacht, hey, das ist ein Render-Skizzenbuch. Ich muss mit Alkoholmarkern malen. Und dann habe ich die koloriert und ein paar Hände gezeichnet. War aber auch nicht ganz so zufrieden damit. Aber das muss halt auch, also ich habe ab einem gewissen Punkt irgendwann mal gedacht, weißt du was, ist total egal, wie das Skizzenbuch aussieht. Es ist ein Skizzenbuch und dann, es muss nicht jede Seite cool aussehen, sondern einfach nur hingerotzt ist auch okay. Dann habe ich Charaktere, die ich mir ausgedacht und designt habe, nämlich Paw, wir erinnern uns, der Waschbär und mein Schaf habe ich dann aufgemalt, um meine Abneigung gegen Generative AI kundzutun und auch noch mal ein bisschen Farben auszuprobieren. Und hier hatte ich mal überlegt, wie es aussehen würde, wenn ich so einen starken Marker unten drunter machen würde. Das hat jetzt nicht so toll geklappt, sage ich jetzt mal so. Und hier habe ich quasi so ein bisschen so ein Design entwickelt für eventuelle Journal-Sticker, weil ich benutze ja ein Hobonichi, ich habe früher ein Hobonichi benutzt, jetzt benutze ich ein Travelers Notebook fürs Planen und dergleichen. Ich zeige euch mal eine leere Seite so und da ist halt nicht ganz so viel Platz und passende Journal-Sticker sind halt sehr, sehr klein und ich hatte mir überlegt, wie kann ich meine Designs so machen, dass man die Sachen noch lesen kann und fand das eigentlich sehr, sehr süß. Ob ich das jetzt noch umsetze oder nicht, weiß ich. Wie gesagt, ich habe meine Euphorie für Raya entdeckt, deswegen habe ich hier die ersten Kompositionen für ein cooles Bild gemacht und habe aber dann gedacht, kein Bock mehr. Habe hier noch ein Raya gemalt und hier Karikaturen von mir. Habe dann weitergesponnen und habe die 3 Charaktere, die man hier noch sieht, in Interaktion miteinander gemacht und ein bisschen vermenschlicht, indem ich denen halt Klamotten gegeben habe, weil das jetzt nicht hier der Fall war. Und habe gedacht, wie sehen die denn aus, wenn die Furries werden? Keine Ahnung, wie man das nennt. Anthropomorphische Charaktere, I don't know. Und habe halt hier festgestellt, die Farbpalette ist all over the place, ignoriert es, aber ich fand es einfach sehr lustig, das zu zeichnen und er gefällt mir wesentlich besser, aber das liegt auch daran, weil sein Gesicht einfacher umzusetzen ist als so ein Waschbär-Hundegesicht oder so und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe großen Respekt vor Furry Artists, das ist echt verdammt schwer. Dann habe ich mir bei dieser Seite gedacht, ach komm, los geht's, lass uns irgendwas random hinmalen und habe dann Space Girl gemalt oder so. Mir gefällt die Farbpalette sehr und das letzte Bild ist
dieses Starter Pack, was ja mit Generative AI gemacht worden ist und ganz viele KünstlerInnen haben dann als Antwort was selber gezeichnet und das ist halt meins. Ich habe mir gedacht, das wäre ganz lustig, das mit Alkoholmarkern zu machen. Und das ist die letzte Seite des Skizzenbuches. Ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass ich es endlich zu Ende habe und kann nur sagen, dass ich mich sehr freue auf mein neues Skizzenbuch. Das ist momentan das. Das habe ich letztes Jahr am Art Department, deswegen der Sticker hier, angefangen und ist aber noch älter, weil ich das 2021 gestartet habe, aber nie weitergeführt habe. Und hier sind halt auch noch Zeichnungen drin, die ich auf der Tierconvention von letztem Jahr gemacht habe. Und jetzt werde ich dieses Skizzenbuch füllen. Meine Ambition ist, die letzten Seiten, das sind so viele hier, Seiten bis Ende Mai zu beenden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann schon eine Skizzenbuchtour im Juni again. So, das war meine Sketchbook-Tour. Wie gesagt, hier sind auch ein paar lose Zettel, die ich ganz oft da reinmache, weil es einfach in der Zeit gezeichnet wurde, in dem ich auch dieses Skizzenbuch gemacht habe. Und ja, das war's. Das war mein Renderskizzenbuch. Zum Renderskizzenbuch nur noch ganz kurz was gesagt. Ich hatte zwischendurch nicht so den Bock darin zu zeichnen, weil ich halt eher Lust hatte, mit Aquarellfarben zu zeichnen. Deswegen bin ich jetzt nicht so der größte Fan von dem Renderskizzenbuch gewesen, weil man das hier drin nicht machen kann. Aber ich muss sagen, ich habe meine Liebe für Alkoholmarker wiederentdeckt und die kann man natürlich hier sehr, sehr gut drin benutzen, weil es halt nicht durchblutet. Man kann natürlich nicht so verblenden wie auf Alkoholmarkerpapier, das ist auch klar. Und ich glaube tatsächlich, dass manche Mixed-Media-Papiere das sogar besser machen als halt dieses Renderskizzenbuch. Aber das blutet halt auch dadurch. Deswegen, das war mein Renderskizzenbuch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wie ich rumgejappt habe, was ich in diesem wunderbaren Skizzenbuch gemacht habe. Juhu!